Hi! Hallo! Another day has come, Ein neuer Tag ist angebrochen. and we will continue to talk about Philippians in the Passion. Und wir werden weiter über den Philipperbrief in der Passion reden. Verse 27, he says, In Vers 27 sagt er, whatever happens, was auch immer geschieht, keep living your lives based on the reality of the gospel of Christ. lebt euer Leben auf der Grundlage der Wirklichkeit des Evangeliums von Christus. Think about this statement. Denk über diese Aussage nach. The gospel of Christ is one of the simplest things that exists in the Christian world. Das Evangelium von Jesus ist eines der einfachsten Dinge, die es in der christlichen Welt gibt. And most Christian lives have become one of the most complicated things that exists in the Christian world. Aber das Leben etlicher Christen wurde zu einem der kompliziertesten Dinge der Welt. When I look how complicated Christians make Christian lives, I think, my goodness, I don't want that stress. Wenn ich mir anschaue, wie kompliziert das Christenleben gemacht wird, dann denke ich, meine Güte, diesen Stress will ich nicht. Obeying more rules than even God put in the old covenant. Sogar mehr Regeln befolgen, als Gott im alten Bund gegeben hat. It's like so much complication has been added to the simplicity of the gospel. So viel Kompliziertes wurde der Einfachheit des Evangeliums hinzugefügt. So look at this. Also schau, Paul says, listen, at the end of the day, it doesn't really matter what happens. This is what matters. Paulus sagte, am Ende des Tages ist nicht wichtig, was passiert. Wichtig ist, You have to keep living your lives based on the reality of the gospel. dass ihr euer Leben auf der Grundlage der Wirklichkeit des Evangeliums führt. You cannot make the gospel something that gets you saved and that's it. Du kannst das Evangelium nicht zu etwas machen, das dir Erlösung bringt. Und das war's dann. You have to make the gospel a lifestyle. Du musst das Evangelium zu einem Lebensstil machen. Paul says, keep living on it. Paulus sagt, dass du es leben sollst. Of course, the gospel means, in the original Greek, the good news. Natürlich bedeutet Evangelium im Originalgriechischen gute Nachricht. And the good news is all about Jesus Christ. Und bei der guten Nachricht dreht sich alles um Jesus Christus. And Jesus Christ is the one who made it simple and who gave us new covenant. Jesus hat es leicht gemacht und uns den neuen Bund gegeben. So you have to remind yourself every single day of your life. Du musst dich also jeden Tag deines Lebens daran erinnern. I'm living by the true new covenant, by the gospel of Jesus Christ. I'm living in religion. Lebe ich nach dem wahren neuen Bund, dem Evangelium Jesu Christi, oder lebe ich in Religion? Or by religion. Oder gemäß einer Religion? Religion makes life so hard and the gospel makes life so wonderful. Religion macht das Leben so schwer und das Evangelium macht das Leben so herrlich. And Paul then says, then when I come to see you or hear good reports of you, Dann sagt Paulus, wenn ich dann zu euch komme oder gute Berichte über euch höre, it's really interesting. das ist sehr interessant. He says hear good reports, not just hear reports. Paulus sagt, gute Berichte, nicht nur Berichte. If you live your life by the gospel of Jesus Christ, there will always be good reports. Wenn du dein Leben nach dem Evangelium Jesu Christi lebst, wird es immer gute Berichte geben. If you live life by religious Christianity, there will be reports and they will be more bad than good. Wenn du dein Leben aber nach einem religiösen Christentum lebst, wird es mehr schlechte als gute Zeugnisse geben. Ask yourself this simple question. Stell dir die einfache Frage. Is my life a life of good reports or bad reports? Ist mein Leben eines der guten oder der schlechten Berichte? What's my life all about? Warum geht es in meinem Leben? If you live by the reality of the gospel, your life will be a constant good report. Wenn du nach der Realität des Evangeliums lebst, wird dein Leben eins der konstant guten Zeugnisse sein. That does not mean that you do not go through challenges. Paul went through challenges as he wrote this. Das bedeutet jedoch nicht, dass du keine Herausforderungen durchlebst. Paulus ging durch Herausforderungen, als er das schrieb. But living by the gospel means no matter what you go through, there's always a good report because everything works together for good. Aber nach dem Evangelium zu leben bedeutet, dass es immer gute Berichte gibt, denn alles dient zum Besten. He says, I know that you stand united in one spirit and one passion. Er sagt, ich werde wissen, dass ihr in einem Geist und einer Leidenschaft zusammensteht. Look, Schau, that talks about incredible unity. das spricht von einer unglaublichen Einheit. United in one spirit and one passion. How can we have this unity? Vereint in einem Geist und einer Leidenschaft. Wie können wir diese Einheit haben? There is no true unity unless Christ and his finished work is the center of the unity. Es gibt keine echte Einheit, wenn nicht Christus und sein vollbrachtes Werk
der Mittelpunkt der Einheit sind. People believe that they can have unity if they all agree on the same doctrine. Die Leute glauben, sie haben Einheit, wenn alle einer Lehrmeinung zustimmen. Look through the last 1700 years of church history and you will find out that that doesn't work. Schau dir die letzten 700 Jahre der Kirchengeschichte an und du wirst sehen, dass das nicht funktioniert. Unity of doctrine doesn't exist. Einheit aufgrund von Lehrmeinung gibt es nicht. But unity that centers on Jesus Christ and his work truly exists. Aber Einheit, die Christus und sein vollbrachtes Werk in den Mittelpunkt stellt, gibt es wirklich. So look, he continues like this. Paulus fährt wie folgt fort. Celebrating together as conquerors in the faith of the gospel. Und gemeinsam feiert als Überwinder im Glauben an das Evangelium. You see, we've conquered because of the gospel. We've conquered because of Jesus Christ. Wir haben also wegen Jesus und dem Evangelium überwunden. And as we continue to live in that kind of a faith, we will live in true unity. Und wenn wir in dieser Art Glauben weitermachen, werden wir in wahrer Einheit leben. You know, I keep telling people, if you try to have unity because we all believe the right kind of truth, Ich sage immer wieder, wenn ihr versucht, Einheit zu haben, weil alle dieselbe Wahrheit glauben, because we believe that certain doctrine is the truth, weil ihr denkt, eine bestimmte Lehrmeinung sei die Wahrheit, you will never stand together in unity and passion. dann werdet ihr niemals in Einheit und Leidenschaft zusammenstehen. But you know what? Aber weißt du, If we understand that the truth is a person and that's Jesus Christ, wenn wir verstehen, dass die Wahrheit eine Person ist, nämlich Jesus Christus, we can stand together united in one spirit and one passion. dann können wir vereint in einem Geist und einer Leidenschaft zusammenstehen. Because it's that person that has made us more than conquerors. Denn es ist diese Person, die uns zu mehr als Überwinden gemacht hat. So we can celebrate together our own lives as conquerors Wir können also zusammen unser eigenes Leben als Überwinder feiern, because it's the gospel that has done it, not us who have done it. denn das Evangelium hat das möglich gemacht und nicht wir. Whenever you take Jesus and the gospel out of the center, you have a fake unity. Immer wenn du Jesus und das Evangelium aus dem Zentrum entfernst, hast du eine gefälschte, unechte Einheit. If you keep Jesus and the true gospel in the center, there will always be the same passion and unity. Wenn du Jesus und das wahre Evangelium im Mittelpunkt lässt, wird es immer die gleiche Leidenschaft und Einheit geben. Let's keep him in the center. Behalten wir ihn im Zentrum. See you tomorrow. Bis morgen!